Der Himmel und die Erde. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade des auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern heute den Samstag der Osteroktav und ich darf Sie hier aus der Basilika Frauenkirchen ganz herzlich zur Feier der Heiligen Messe willkommen heißen. Wenn Sie heute nach der Heiligen Messe in Telefonaten oder in E-Mails Menschen erzählen würden, dass sie dem auferstandenen Herrn Jesus Christus begegnet sind, was wäre da wohl die Reaktion? Viele würden wahrscheinlich sagen, das glaube ich dir nicht. Einige würden vielleicht sogar fragen, ob sie etwas getrunken haben, ob sie das Gesagte und das Geschilderte wirklich ernst nehmen. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind in guter Gesellschaft. Im heutigen Evangelium hören wir sogar vom Unglauben der engsten Jünger Jesu. Es heißt, als sie hörten, er lebe und sei von Maria aus Magdala gesehen worden, glaubten sie es nicht. Auch den Emmaus-Jüngern glaubte man zunächst nicht, als sie von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen berichteten. Liebe Schwestern und Brüder, die Reaktion Jesu auf diesen Unglauben, sie lässt nicht lange auf sich warten. Es heißt, später erschien Jesus den 11, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben. Und Jesus gibt ihnen trotzdem den Auftrag, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Auftrag Jesu gilt auch uns heutigen Menschen.
als Getaufte beauftragt, das Evangelium von der Auferstehung Jesu auch in Zeiten der Corona-Krise, auch wenn wir dazu technische Mittel brauchen, um in die Häuser und Wohnungen der Menschen zu kommen, zu verkünden. Und heute darf ich Ihnen eine Bitte, einen Wunsch, ja einen christlichen Auftrag mit nach Hause geben. Erzählen Sie auch von der Begegnung mit dem Auferstandenen jetzt hier in der Feier der Heiligen Messe. Rufen Sie bewusst den einen oder anderen Bekannten aus Ihrem Umfeld an und erzählen Sie von diesem Auferstehungserlebnis, das wir jetzt miteinander in der Eucharistie feiern können. Zurzeit geht dies sogar daheim. Sie können von daheim aus feiern, Sie können diejenigen, die Sie anrufen, auch motivieren. Macht es auch so. Nehmt euch diese 30, 35 oder 40 Minuten Zeit und taucht ein in die Feier der Auferstehung, taucht ein in dieses Geheimnis, das so sehr heilbringend ist. Liebe Schwestern und Brüder, beginnen wir jetzt wieder ganz bewusst diese heilige Messe mit dem Schuldbekenntnis. Klopfen wir an die eigene Brust und bekennen wir sind Sünder und wir bedürfen Gottes Erbarmen und Gottes Heil. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der gütige und barmherzige Herr. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Gnädiger Gott, in deiner übergroßen Liebe schenkst du der Kirche neues Wachstum. Wache über das Volk, das du dir erwählt hast. Bewahre alle Getauften in deiner Gnade und bekleide sie einst mit dem Gewand der Unsterblichkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen, als die Führer sowie die Ältesten und die Schriftgelehrten den Freimut des Petrus und des Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und einfache Leute waren, wunderten sie sich. Sie erkannten sie als Jünger Jesu, sahen aber auch, dass der Geheilte bei ihnen stand. So konnten sie nichts dagegen sagen. Sie befahlen ihnen, den Hohen Rat zu verlassen. Dann berieten sie miteinander und sagten: Was sollen wir mit diesen Leuten anfangen? Dass offensichtlich ein Wunder durch sie geschehen ist allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Wir können es nicht abstreiten. Damit aber die Sache nicht weiter im Volk verbreitet wird, wollen wir ihnen bei Strafe verbieten, je wieder in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu sprechen. Und sie riefen sie herein und verboten ihnen, jemals wieder im Namen Jesu zu predigen und zu lehren. Doch Petrus und Johannes antworteten ihnen: Ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Jene aber drohten ihnen noch mehr und ließen sie dann gehen, denn sie sahen keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, mit Rücksicht auf das Volk, da alle Gott wegen des Geschehenen priesen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging hin und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Darauf erschien er in einer anderen Gestalt
2 von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gingen. Auch sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen glaubte man nicht. Später erschien Jesus auch den 11, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Zu Christus, dem Retter der todgeweihten Welt, wollen wir beten. Breite deine Kirche aus über die ganze Erde. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass die Menschen davor zurückschrecken, Drohung und Gewalt zu gebrauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Bewahre uns in der Gnade, die wir in der Taufe empfingen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Menschen, die in diesen Tagen Angst haben und sich vor der Zukunft fürchten. Schenke ihnen Kraft zum Vertrauen. Wir bitten dich, erhöre uns. Öffne den Sterbenden das Tor zum ewigen Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Gütiger Gott, durch den Dienst der Kirche setzt du das Werk der Erlösung fort. Hilf, dass wir die Heilstaten auch mit unserem Leben bezeugen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, gib, dass wir dir allzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater immer und überall zu danken, diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes
und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unseren Bischof Egidius, unseren Altbischof Paul und allen Bischöfen, unseren Priestern, Ordensleuten und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin auferstanden und ich lebe, so spricht der Herr.
Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast dein Volk durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verkehrtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Noch ein Hinweis: Morgen am zweiten Sonntag der Osterzeit, Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, feiern wir um 11 Uhr die Heilige Messe hier in der Basilika und übertragen wieder live über YouTube und Facebook. Sie können auch auf der Homepage nachschauen, dort sind alle Hinweise, wie Sie den Gottesdienst über diese beiden Kanäle daheim empfangen können, und es werden auch immer die Lieder, die gesungen werden, auf die Homepage und auf Facebook gestellt, und es gibt ein eigenes PDF-File. Wenn Sie dort anklicken, dann öffnen sich die Liedtexte der betreffenden Gottesdienste. Ich wünsche dann allen einen schönen und angenehmen Samstag. Heute haben wir einen wirklich sehr, sehr schönen Samstag, was das Wetter anbelangt. Ein Schmerz ist natürlich, dass wir hier in der leeren Kirche feiern müssen, aber die vielen Bilder der Gläubigen, einige lebendige Gesichter der Josefschwestern, es ist keine beim Gottesdienst eingeschlafen, die sorgen dafür, dass doch Leben in der Kirche ist, und derjenige, der das echte Leben in diese Kirche bringt, ist der auferstandene Herr Jesus Christus. Ihm dürfen wir wieder bitten in dieser Zeit der Corona-Krise. Gott Vater, Schöpfer der Welt, du bist allmächtig und barmherzig. Aus Liebe zu uns hast du deinen Sohn zum Heil der Menschen an Leib und Seele in die Welt gesandt. Schau auf deine Kinder, die in dieser schwierigen Zeit der Prüfung und Herausforderung in vielen Regionen Europas und der Welt sich an dich wenden, um Kraft, Erlösung und Trost zu suchen. Befreie uns von Krankheit und Angst, heile unsere Kranken, tröste ihre Familien, gib den Verantwortlichen in den Regierungen Weisheit, den Ärzten, Krankenschwestern und Freiwilligen Energie und Kraft, den Verstorbenen das Ewige. Verlasse uns nicht im Moment der Prüfung, sondern erlöse uns von allem Bösen. Darum bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und herrschest bis in alle Ewigkeit. Amen. Maria auf der Heide, Bitte für uns. der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. So segne, behüte und begleite euch und eure Familien, der allmächtige, gütige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja.